Wie gut ist der ING-Kredit? Welche Vorteile und Nachteile hat er? Und wie sind die Konditionen? In diesem Video beantworten wir diese und weitere Fragen. Wir zeigen dir die Besonderheiten und sagen dir, ob sich der ING-Ratenkredit lohnt oder ob es bessere Alternativen gibt. Bleib also bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch von dir freuen. Damit hilfst du dem Kanal sehr. Der Kredit von der ING, früher ING DiBa, ist ein verwendungszweckfreies Darlehen. Du kannst ihn also praktisch für jeden Kauf einsetzen. Bevor wir dir die Vor- und Nachteile zeigen, beantworten wir dir zunächst alle wichtigen Fragen. Los geht's mit den Konditionen vom ING-Kredit. Welche Kreditsummen und Laufzeiten sind möglich? Die Mindestkreditsumme beträgt beim ING-Kredit 5.000 Euro. Maximal sind 75.000 Euro möglich. Du kannst den Kredit mit Laufzeiten von 12 bis 96 Monaten, also 1 bis 8 Jahren abschließen. Wie hoch sind die Zinsen? Bei den meisten Kreditbanken wird der Zins bonitätsabhängig vergeben. Das heißt, jemand, der eine gute Bonität, also Kreditwürdigkeit hat, erhält beispielsweise einen Kredit mit einem Zins von 3%, während jemand mit einer schlechten Bonität 6% Zinsen zahlen muss. Bei der ING ist der Kreditzins hingegen bonitätsunabhängig. Hier erhält jeder den gleichen Zins. Es gibt allerdings auch hier Unterschiede in der Zinshöhe. Die ist nämlich von der Kreditsumme abhängig. Je höher der Wunschbetrag ist, desto geringer ist der effektive Jahreszins. Der beträgt bei Kreditsummen von 5.000 bis 10.000 Euro 3,49%, von 10.001 bis 35.000 Euro 2,99% und ab 35.001 Euro 2,89%. Wenn du ein Auto finanzieren möchtest, dann gibt es mit dem ING Autokredit eine noch günstigere Alternative. Der ist interessant, weil du den Kfz-Brief behalten und trotzdem von günstigeren Zins aufgrund der Verwendungszweckbindung profitieren kannst. Einen Link zum normalen Ratenkredit und zum ING Kfz-Kredit findest du unter dem Video. Sind Sondertilgungen kostenlos möglich? Ja, der ING-Kredit bietet dir eine hohe Flexibilität. Du kannst jederzeit ohne Vorfälligkeitszinsen oder Bearbeitungsgebühren Sondertilgungen vornehmen. So kannst du durch eine Verkürzung der Laufzeit Zinsen sparen. Fällt bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredites eine Vorfälligkeitsentschädigung an? Grundsätzlich können Banken bei vorzeitiger Kündigung oder Rückzahlung eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 1% bzw. bei Restlaufzeiten von weniger als 12 Monaten 0,5% berechnen. Bei der ING wird darauf verzichtet. Bei vorzeitiger Volltilgung oder Kündigung des Kredites fallen keine Vorfälligkeitsgebühren an. Kann man den Kredit aufstocken? Ja, du kannst deine Kreditsumme ganz einfach im Online-Banking erhöhen. Eine Aufstockung des Kredites ist nach 4 Monaten möglich. Die Mindestsumme für die zusätzliche Auszahlung beträgt 1.000 Euro und der neue Gesamtbetrag aus der aktuellen Restkreditsumme und dem Zusatzbetrag darf 5.000 Euro nicht unterschreiten. Kann man den ING-Kredit online beantragen? Ja, du kannst alles komplett digital erledigen und damit deine Auszahlung innerhalb von 24 Stunden erhalten. So funktioniert der Kreditantrag komplett papierlos. Nachdem du den Kreditantrag online ausgefüllt hast, hast du 2 Möglichkeiten, dein Einkommen nachzuweisen. Entweder mit dem digitalen Einkommenscheck, bei dem dein Gehalt einfach auf deinem Gehaltskonto geprüft wird, oder du lädst deine Einkommensnachweise per Dokumentenupload hoch. Anschließend kannst du dich per Video mit deinem Personalausweis oder deinem Reisepass legitimieren. Danach erfolgt die digitale Unterschrift durch die Eingabe einer SMS-TAN, die an dein Handy gesendet wird. So musst du nicht alles ausdrucken und per Post versenden. Die Prüfung erfolgt sofort und die Auszahlung kann noch am gleichen Tag erfolgen. Alternativ ist es natürlich auch möglich, den Antrag auszudrucken und zusammen mit den Unterlagen per Post zu versenden. Können auch Selbstständige und Freiberufler den ING-Kredit beantragen? Das ist möglich. Allerdings nur, wenn du als Selbstständiger dein Geld mit einer freiberuflichen Tätigkeit verdienst. Wenn dein Einkommen aus einem Gewerbebetrieb oder aus Land- oder Forstwirtschaft stammt, ist der ING-Kredit leider nicht für dich geeignet. Für diesen Fall findest du unter dem Video einen Link zu einem Anfrageformular. Wie lang ist die Bearbeitungsdauer bis zur Auszahlung? Die ING bietet eine Online-Sofortzusage für den Ratenkredit. Wenn du den Kredit online beantragst, kann die Auszahlung noch taggleich erfolgen. Wenn du deine Unterlagen lieber per Post versendest, verzögert sich die Kreditvergabe um die Dauer des Postweges. Ist eine Ratenpause möglich? Bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder kurzfristigen Mehrausgaben kann es vielleicht einmal zu Problemen kommen. Grundsätzlich ist eine Ratenpause zwar nicht vorgesehen, wenn es aber zu ernsthaften Zahlungsproblemen kommt, kannst du schriftlich um eine Aussetzung der Raten bitten. Gibt es eine Restschuldversicherung bei der ING?
Mit dem Kreditschutz bietet die ING gemeinsam mit ihrem Partner AXA eine Restschuldversicherung, bei der du aus 3 Paketen wählen kannst. Erstens, das Basispaket. Im Paket Basis übernimmt der ING Kreditschutz im Falle deines Todes die Tilgung der noch offenen Kreditraten. Zweitens, das Classic-Paket. Im Paket Classic ist der Todesfallschutz aus dem Basispaket enthalten und darüber hinaus eine Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit. Drittens, das Premium-Paket. In ihm sind der Todesfallschutz sowie der Arbeitsunfähigkeitsschutz enthalten. Außerdem springt die Versicherung bei Arbeitslosigkeit ein. Die Restschuldversicherung kannst du gemeinsam mit deinem Kredit abschließen. Du erhältst ein Angebot im Antragsprozess. In der Regel raten wir aber vom Abschluss einer Restschuldversicherung ab. Die Prämie wird auf die Nettokreditsumme aufgeschlagen und dann auf die Monatsraten verteilt. Das bedeutet, dass du sogar Zinsen darauf zahlst. Außerdem gibt es Ausschlüsse und Wartezeiten. Vorteile vom ING-Kredit. Der Zins ist bonitätsunabhängig, der Zins ist günstig, Sondertilgungen sind kostenlos möglich, es gibt keine Vorfälligkeitsentschädigung, der Kredit kann komplett online beantragt werden, Auszahlung ist innerhalb von 24 Stunden möglich und das Darlehen kann unbürokratisch aufgestockt werden. Nachteile vom ING-Kredit. Der Kredit bietet einige Vorteile, aber auch hier gibt es Nachteile und die zeigen wir dir jetzt. Die maximale Kreditsumme ist relativ niedrig und der Kredit wird nicht an Selbstständige vergeben, außer an Freiberufler. Voraussetzung für den ING-Kredit. Um den Kredit zu beantragen, musst du folgende Bedingungen erfüllen. Du musst volljährig sein und du musst einen Wohnsitz in Deutschland haben. Außerdem musst du Arbeiter, Angestellter, Freiberufler, Beamter oder Rentner sein. Welche Unterlagen und Dokumente werden benötigt? Für die Beantragung des ING-Kredites benötigst du Einkommensnachweise der letzten 2 Monate, die Kontoauszüge des letzten Monats und deinen Ausweis oder Reisepass. Lohnt sich der ING-Kredit? Der Kredit der ING ist sehr interessant, da er einen bonitätsunabhängigen Zins bietet. Insbesondere der Kredit für den Autokauf ist sehr günstig und das unabhängig von der Kredithöhe. Aber auch der verwendungszweckfreie Kredit bietet einen günstigen Zins, der niedriger wird, je höher du den Kreditbetrag wählst. Der Kredit lohnt sich nicht nur, weil der Zins niedrig ist, sondern auch, weil du extrem flexibel bleibst. Dank kostenloser Sondertilgung kannst du nämlich dein Darlehen jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung ganz oder teilweise tilgen. Welche Alternativen gibt es? Wenn dir Flexibilität wichtig ist, dann ist der ING-Kredit eine interessante Option. Wenn dir aber ein möglichst niedriger Zins wichtiger ist, dann empfehlen wir dir den Vergleich mit verschiedenen Angeboten. Dabei solltest du unbedingt auch Angebote von Banken einholen, die Kredite mit einem bonitätsabhängigen Zins bieten. In der Beschreibung findest du einen Link, unter dem du mit nur einer Anfrage die Angebote von mehr als 20 Banken anfordern kannst. Die ersten Angebote erhältst du schon nach wenigen Minuten. Hast du noch offene Fragen oder einen Videowunsch? Dann schreib uns gern in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.